The second most popular game that we played as children is house. It was just so magical, the Paradise Garage. Das ist ein alter Paul McCartney-Song. Den kennt doch jeder. Er drückt mir eine Botschaft aus. Lass die Leute rein, Baby. Es ist 1970 und ich war wieder öfters tanzen und habe Schallplatten gesammelt. Und ich bin auf einer Party bei meinem Bruder. Vermutlich die langweiligste Party, auf der ich jemals war. Alle schliefen ein. Also lege ich You Are The One oder so ähnlich auf. Da kommt dieses Mädchen aus dem Schlafzimmer und sagt, Hi, ich bin Dale und ich bin mit deinem Bruder zusammen. Gefällt dir die Musik? Ich nehme dich mit zu einer fantastischen Party. Das war Broadway 47. Ich werde es nie vergessen. Es war David Mancusos Loft. Wir gehen also in diesen kleinen Flur, öffnen die Tür und ich gehe auf die Tanzfläche. Und während die Platte läuft, erreicht sie einen Höhepunkt. Und diese hellen Lichter gehen an. Und dann ist alles wieder aus. Und alles, was ich höre, ist dieser Klang. Dieser perfekte Klang. Ich wusste tief in meiner Seele, in meinem Herzen, in meinem ganzen Körper, dass mich diese Musik bis ins Mark berührt. Und ich wusste, dass sie viele Menschen berühren würde. Und das war für mich persönlich der Beginn von Dance Music. Die Musik ist einfach ein Spiegelbild der Kultur. Sie ist ein Mikrokosmos dessen, was draußen in der Welt tatsächlich passiert. Die Menschen begannen, gehört zu werden. Die Frauenbewegung, die Schwulenbewegung, die Black Power Bewegung, all diese Bewegungen begannen sich gegenseitig zu beeinflussen. Und wir wurden Verbündete. Und das alles spielte sich in den Clubs ab. Im Loft fühlte man sich willkommen, egal woher man kam. Egal ob schwul, hetero, schwarz, weiß oder Puerto Ricaner. Es war der Vorläufer, die Vorlage für all die Clubs, die folgen sollten. Als ich die Gallery eröffnete, kamen alle. Wir hatten plötzlich 600 Besucher statt 80 bis 100. Und so ein Erfolg über Nacht braucht mehr Personal, mehr Essen, einfach mehr von allem. Also stellte ich Frankie Knuckles ein, der damals noch keinen großen Namen hatte. Und er sagte zu mir, ich kenne da jemanden, der uns helfen kann. Er meinte Larry Levan. Ich wollte ihn mitbringen und sagte, wir brauchen Leute für die Luftballons. 12 Monate später fing Larry an, im Continental Dance aufzulegen. Und Frankie arbeitete sein ganzes Leben lang mit verschiedensten Jobs. Als DJ verarbeitete Larry all seine Einflüsse. Das war natürlich David Mancuso im Loft. The Loft is a feeling. I don't even know how to go out anymore because in some ways I'm still looking for that, you know, and it ain't happening. For me, I haven't found another DJ yet that has moved me. The way David Mancuso has moved me. Zum Loft möchte ich ein paar wichtige Dinge erwähnen. Der Name für diese Partys kam organisch zustande. Weil David Mancuso in einem Loftgebäude lebte, begannen die Leute zu sagen, dass sie ins Loft gehen würden. So wurde der Name heilig, erklärte Mancuso einst. Diese nächtlichen Veranstaltungen wurden zu einem regelmäßigen Ereignis, Woche für Woche, und wurden im Laufe des kommenden Jahrzehnts von so ziemlich jedem bekannten DJ in Big Apple besucht. Es war fast ein Übergangsritus für die große
und das Gute der New Yorker Clubszene. Und obwohl Mancuso in seiner Herangehensweise ein absoluter Einzelspieler war, breitete sich sein Einfluss auf so ziemlich jeden aus, wenngleich in unterschiedlichem Maße. Und er breitete sich schließlich weit über New York heraus. Im Loft entstanden Klassiker, neben Soul Makossa gehörten zu den Loft-Klassikern zwischen 70 und 73 auch Barabbas Woman, Every time I see that woman, every time I see that girl, Eddie Kendricks Girl You Need a Change of Mind und viele, viele mehr. David Mancuso verstarb 2016. Doch, wer bin ich eigentlich? Kurz ein paar Worte zu mir. Das steht schon vor mir und das ist Kid Paris aka Philly Vanilli von We Mean Disco. Er ist einer der ältest gedienten Haus- und Disco-Vertreter Österreichs. Er ist DJ seit 1995, hat in der Meierei angefangen, ist ein 24/7 Music Lover vor dem Herrn, der seine Sucht nach Disco, Funk, Boogie Grooves und deepem, souligem House auslebt und ist weltweit vernetzt mit den Großen der Szene. Einen Applaus bitte! Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Manolo the Great, servus. Ja, hallo, lange nicht mehr hier zu Gast gewesen. Freut mich für die Einladung. Ist schon eine Zeit her, das stimmt. Ja, bestimmt 10 Jahre. Na, keine 10 Jahre. Also da könnt ihr jetzt sofort am Schedule schauen, so lange ist es wieder nicht. Obwohl mich als DJ viele, viele Künstler beeinflusst haben, gibt es 3, die ganz oben stehen und meinen Stil massiv geprägt haben. Das sind John Morales, We've got a hot one for you. Good morning, New York, and welcome once again to the WBLS After Hours Dance Party. 4 hours of continuous dance music without commercial. Tonight we feature 2 of the finest disc jockeys around, our very own Mr. John Morales. one and only Kenny Dope Gonzalez von Masters at Work. That wasn't the second game, and I'm not going to be long this morning. The second game, and I took inventory of several people. The second most popular game that we played as children is house. Und Larry Levan. Was ich am meisten von Larry gelernt habe, ist, wie man ein Publikum unterhält. Und wie man es schafft, dass die Leute auf der Tanzfläche annähernd das fühlen, was ich als DJ gerade fühle. Das habe ich von ihm und auch John Morales gelernt. Es gibt schlechte DJs, Wannabe-DJs, gute DJs und dann gibt es außergewöhnliche DJs. Larry Levan war extrem einflussreich. Es gab zu dieser Zeit niemanden, der Dance-Musik so stark prägte. Frankie Crocker war Programmchef vom Radiosender WBLS, einem der wichtigsten Radiosender in New York. Der ging samstags in die Paradise Garage und am Montag wurde das Programm mit 9 Songs, die Larry spielte, aufgefüllt. Man kann also fast sagen, dass Larry Levan vorgab, was es auf WBLS zu hören gab. Er konnte tausende Platten an einem Wochenende verkaufen. Es gab einen Plattenladen, Vinyl Mania, der keine 100 Meter von der Garage entfernt war. Am Montag standen bis zu 100 Menschen Schlange, um Platten zu kaufen, die sie am Wochenende zuvor in der Paradise Garage gehört haben. Larry Levan hatte somit auch eine enorme Macht, was das gesamte Business anging. Doch er wollte nur Party machen. Er spielte auch viel vocal-lastige Tunes.
Das ist etwas, was meiner Meinung nach in der heutigen Dance-Musik fehlt und verloren gegangen ist. Larry spielte verschiedenste Styles und er war dazu auch ein hervorragender Remixer. Das haben viele Leute fast vergessen. Er hat einige meiner Lieblingstunes geremixed. Darum ist Larry Levan für mich der größte DJ aller Zeiten. I'd like to nominate Larry Levan, Paradise Garage, as the world's greatest DJ. Um diesen Level zu erreichen, ist es die Grundlage, als DJ einen ganzen Abend zu gestalten, sprich 8 bis 10 Stunden Sets zu spielen. So wie es damals in den 1970ern war. Ich habe das leider nicht persönlich miterleben können, aufgrund meines Alters, aber mit einigen dieser Legenden spielen dürfen und mehrfach Props, sprich Respekt bekommen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass irgendwo in Wien, das ja nicht gerade für seine Dance-Music-Kultur bekannt ist, ein junger DJ lebt, der die ganze Sache verstanden und verinnerlicht hat und dann auch noch die technischen Skills besitzt. Doch machen wir weiter in der Geschichte. Als ich 13 Jahre alt war und in einem Haus in der Bronx wohnte, war Larry zufällig eines Tages bei mir zu Hause. Als er vorbeikam, hatten wir uns auf Anhieb super verstanden. Wir mochten definitiv die gleiche Musik, obwohl sein Geschmack manchmal etwas ausgefallener war. Hat er mich auf Dinge gebracht, die ich sonst wahrscheinlich nie beachtet hätte. Larry ist ein Extremist. Wenn er schlechte Laune hatte, gab er alles, um alle anderen auch damit anzustecken. Und dann gab es heftige Streitereien. Ich meine, wir streiten uns so heftig, dass es allen, die in Stimmung sind, total unangenehm wurde. Und sobald der Club geschlossen hatte, sagte er, okay, lass uns nun frühstücken gehen. Ich sagte, du hast das ganz bewusst gemacht, uns die Stimmung zu verderben? Und jetzt sagst du, lass uns einfach frühstücken gehen? Er meinte, man muss auch mal was anderes machen. Weißt du, es ist interessant, denn als wir damit anfingen, und ich erinnere mich, wir haben im Camp an den Besten gearbeitet und wir haben uns hingelegt, ich glaube sogar in meinem oder seinem Zimmer, und wir haben einfach da gelegen und uns unterhalten. Und ich erinnere mich, dass ich zu ihm sagte, was machst du, wenn wir hier nicht mehr weiterarbeiten können? Weißt du, und das war lange bevor es ein Beruf oder eine Karriere wurde. Ich meine, hey, ich kann wieder zur Uni gehen, meinen Abschluss machen und in der Modebranche arbeiten. Das wäre toll. Aber was machst du dann? Und er meinte, ich werde mich nicht darum kümmern. Er war DJ in der Paradise Garage. Wenn er gut gelaunt war, kannte er keine Grenzen. Er war wie Peter Pan, der Feen herumwirbelte. Und ich sah ihn überall im Club, um alle glücklich zu machen. Okay, und nun geht es weiter in unserer Geschichtsstunde. An dieser Stelle solltet ihr Folgendes wissen über die legendäre Paradise Garage. Es war Larrys Club. Larry lebte die ersten paar Jahre tatsächlich in der Garage. Und es war jede Woche die ultimative Party. Es ist 1977, Larry, Michael Brody und sein Freund Mel Sheeran eröffnen einen Club, der zum Maßstab für New Yorks Nachtleben werden sollte. Damals wie heute. Er heißt Paradise Garage. Die Garage wurde um Larry Levan herum gebaut. Es war sein Schloss. Er war der König des Schlosses. Wenn du Namen hören willst, dann waren es Leute wie Mick Jagger, Diana Ross, Stevie Wonder, Grace Jones, der Graffiti-Künstler Keith Haring. Alle waren sie in der Garage. Es war eine unglaubliche Sache, aber auch für tausende andere, die Musik und Larry liebten und die einfach nur ausgehen und eine tolle Zeit haben wollten. Charlie Chappone von Vinyl Mania Records. Wir stehen davor, der ursprüngliche Standort der Paradise Garage in New York City, in der King Street 84. Zwischen Warwick und Hudson. Es ist ein Parkhaus und die Betreiber haben es so gelassen und nur das oberste Stockwerk renoviert. Man ging durch diese Tür hinein und zeigte seine Karte oder, falls man auf der Liste stand. Und dann ging man diese Rampe hoch zum zweiten Stock. Die Nächte waren flackernd.
Man wusste nicht, was einen erwartete, wenn man durch die Türe trat. Oben auf dem Dach gab es eine kleine Terrasse, sodass man in den warmen Stunden nach draußen gehen konnte. Der Club war wunderschön. Er hatte eine beheizte Rampe mit blinkenden Lichtern, wie auf einem Flugfeld, so als ob man in einem laufenden Flugzeug säße und die Lichter und die Nacht beobachten würde, den See gegenüber der Landebahn, bis es in gewisser Weise der Landebahn ähnelte. Es war tatsächlich ein Flugfeld, Lichter und pechschwarze Dunkelheit. Du würdest die Straße entlang kommen, sagen wir, an einem Freitagabend, der Samstagmorgen wäre. Diese Straße wäre voller Menschen, die versuchen hineinzukommen oder auf andere warten. Es war unglaublich. Das Erste, was dich trifft, von tiefschwarzer Dunkelheit in ein Türkisblau. Nächste Woche wäre es Neonrot und die Woche darauf Orange und Grün. Du wusstest nicht, was dich erwartet. Boom. Und die Farbe würde dich treffen. Dann bogst du links ab in den nächsten Boom. Wieder eine andere Farbgebung. Und dann, boom, warst du auf der Tanzfläche. Er wusste, wie man die richtige Atmosphäre schafft. Wie kein anderer. Flackernde Lichter, Rauch, tausende Hände in der Luft, dröhnender Sound. Für die Leute war es einfach nur Boom. Es war eine ganz besondere Party. Ich kenne Leute, die mir erzählt haben, dass sie sich umgedreht haben. Larry und alle anderen in der Garage machten den Nachtclub zu einem verrückten, total emotionalen, fast schon religiösen, sinnlichen Erlebnis. Es war ein komplett verrücktes Clubbing-Erlebnis. Das wirklich clevere ist, jemandem ein Erlebnis zu bieten. Die Paradise Garage war da definitiv Vorreiter. Larry wollte Schwarze und Weiße zusammenbringen, Heterosexuelle und Homosexuelle. So war es in der Garage. Wenn die Leute zusammen tanzen konnten, würden sie lernen, zusammenzuleben. Ob du weiß warst, ob du schwarz warst, ob du asiatisch warst, ob du Hispanic warst oder ob du schwul warst, hetero warst, ob du 50 warst oder ob du 20 warst. Du musst dir keine Sorgen machen. Es gab keinen Alkohol, du konntest in dem Altar sein. Du warst frei. Es gab keine Uhren. Sie wollten nicht, dass du wusstest, wie spät es war. Es gab keine Fenster. Sie wollten nicht, dass du wusstest, ob es draußen hell war oder nicht. Es gab auch keine Spiegel, denn sie wollten nicht, dass du dich beim Tanzen erblickst und sagst, oh mein Gott, seht mich an. Ich sehe aus wie ein Idiot, der so wild tanzt und sich dabei zusammenreißt. In der Garage ging es ausschließlich ums Tanzen. Es gab andere Clubs, in denen Leute posierten und die auch als Treffpunkt dienten. Wie zum Beispiel das Studio 54. Zwei Unternehmer namens Steve Rubell und Ian Schrager kauften die Räumlichkeiten eines ehemaligen TV-Studios und verwandelten es in eine Diskothek. Wenn man das Studio 54 mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es einfach nur opulent. Es gab dynamische Lichtanlagen, bewegliche Bühnenbilder und sogar eine automatische Brücke, die sich über die riesige Tanzfläche bewegte. Das Studio 54 war von Anfang an erfolgreich. Innerhalb einer Woche nach der Eröffnung veranstaltete Modedesignerin Halston eine Party für Mick Jaggers damalige Ehefrau Bianca. Auf dieser Party waren Dutzende von A-Prominenten anwesend. Berühmt ist das Bild, wo Bianca Jagger sich auf ein weißes Pferd schwang, und das Bild von ihr auf dem Dancefloor war in der gesamten Presse weltweit zu sehen. Plötzlich war dieser Club der Inbegriff von Coolness, allerdings nur für die Oberschicht. Und die Partys im Studio 54 wurden immer extravaganter. Sie boten muskulöse Barkeeper und aufwendige Bühnenbilder und natürlich jede Menge Drogen. Sehr viel Drogen. Im Studio 54 gab es jemanden namens Lenny 54, dessen einzige Aufgabe es war, mit Promis abzuhängen und sie mit Drogen abzufüllen. Auf einer Weihnachtsfeier packten sie Geschenktüten mit Kokain für einige ihrer berühmtesten Gäste ab. Doch mit einer kreativen Keimzelle, was Clubkultur oder eine Musikentwicklung betrifft, hatte das Studio im Gegensatz zur Garage nur wenig gemein. Die Garage war das Epizentrum für all jene, denen es um die wesentliche Sache ging. Und das war das Tanzen. Also zurück zur Paradise Garage und DJ Larry Levan. Plötzlich sieht man die Leitern herauskommen. Er klettert die Leiter hoch und mitten auf der Party baut er die Lautsprecher um. 3000 Leute sind im Raum. Da ich ihm nahe stand und mit ihm befreundet war, war das einfach normal. Er war ein Angeber, der sein Ding durchzog. Wo ist er? Er ist in einem Lautsprecher, also können wir nicht für ihn tanzen.
Larrys Beharren auf exzellenten Klang beeinflusste ein damals noch kleines Projekt in Südlondon. Der Club hieß Ministry of Sound und die Soundanlage von Richard Long Associates installiert. Larry wurde hinzugezogen, wo immer er im Club auflegen sollte und beim Aufbau half. Es gab immer wieder eine Person, eine Gruppe von Leuten, die den Ton angaben, was man wissen muss und wie man vorgehen muss. Ich meine, für diesen speziellen Bereich des Geschäfts braucht es jemanden wie Larry Levan und Richard Long, um die Soundanlage zu entwerfen und zu bauen. Das ist jetzt technisches Zeugs. Man muss die Bassboxen früher ansteuern als die Mitteltöner, weil der Bass länger braucht, um durch die Box zu laufen. Und wir verbrachten Tage damit, die Platten aufzulegen, über die Tanzfläche zu laufen, herumzuhören und solche Dinge zu tun. Richard Long brachte Larry und mir bei, was es heißt, etwas über den Sound zu wissen. Er sagte uns, er sei so, dass das reicht nicht für einen DJ-Move. Und dann 2 Turns hintereinander Platten auflegen. Das ist super, alles gut, aber ihr werdet so viel besser sein als alle anderen. Nachdem Larry Levan seinen Stammplatz in der Garage gefunden hatte, übernahm 6 bis 8 Monate später Frankie Knuckles dessen Platz im Continental Bathroom. Doch er klang mehr oder weniger 1:1 wie Larry Levan. Er kopierte dessen Stil. Frankie Knuckles hatte als DJ keine eigene Identität, als er noch in New York lebte. Wir sind in der 206 South Jefferson. In diesem Haus, da war das Warehouse. Und dort spielte der großartige Frankie Knuckles. 3 Ebenen, purer Stolz. Es ist wie ein Wahrzeichen für mich. Chicago war da und die Leute dort. Und die Leute dort kannten so etwas noch nicht. Und nach Feierabend sahen sie aus wie in New York eingesperrt. Also habe ich das Warehouse eröffnet. Es war ein privater Club, der um Mitternacht öffnete und gegen 8 Uhr morgens schloss. So ungefähr halt. Die Leute in Chicago hatten noch nie so ein Soundsystem gehört. Sie waren total aus dem Häuschen. Anfangs hatte ich keinen DJ. Also musste ich zurück nach New York und Larry und die Jungs fragen, ob ein paar von ihnen vorbeikommen und spielen wollen. Und sie haben Nein gesagt. Aber in New York stand Frankie Knuckles nun mal im Schatten von Larry und der ganzen Crew. Also kam er dort nicht weit. Und als er den Laden sah, meinte er, ja, das ist cool für einen Club. Dieser Bereich, das hier, ist ein Gerichtssaal. Und dieser Bereich hier, wo das Büro von dem Typen ist, nun ja, das war früher mein Büro. Das war alles offen. Okay, hello Sir, wie geht es nun heute? Das war früher ein Tanzclub, das ganze Gebäude, ja, in den 70ern, genau hier. Da war das DJ-Pult, wo Frankie spielte. In der Disco-Ära hatten wir in den USA enorme wirtschaftliche Probleme. Eine starke Rezension und es herrschte nicht wirklich viel Wohlstand. Jede Plattenfirma hatte auf ihren Singles diese 2 Wörter stehen. Disco-Single. Disco-Single. Hier, das ist ja noch stylisch. Disco-Single. Auch hier. Aber Atlantic zum Beispiel packte das über das gesamte Cover. Menschen gingen in Plattenläden und kauften, ohne sich die Platte anzuhören, aufgrund dieser beiden Wörter hunderttausende Einheiten. Mit diesen 2 Wörtern verkauften die Plattenfirmen jeden Scheiß. 100.000-fach. Nach 2 Jahren war das ganze Ding gelaufen. Was ein großes Baseballspiel zwischen den Chicago White Sox und Detroit Tigers werden sollte, artete in einen kulturellen
Wettkampf aus. In einer der Pausen zündeten zahlreiche Zuschauer tausende Disco-Platten an. Initiiert wurde die Aktion vom lokalen Radio-Morgenmoderator Steve Dahl, der sich in der jüngsten Vergangenheit immer wieder als massiver Kritiker von schwarzer bzw. Disco-Musik deklariert hatte. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Steve Dahl extrem angepisst war und diese Aktion eine Trotz- bzw. Hassreaktion darauf war, dass er von seinem Radiosender gefeuert wurde und seine Hardrock-Show für Disco-Programm weichen musste. Das Ganze wäre nicht ganz so schlimm gewesen, wenn nicht hauptsächlich Platten von schwarzen Künstlern verbrannt bzw. vernichtet worden wären. Das war schon eine Botschaft, die auch den Rassen- und Klassenkampf zu dieser Zeit widerspiegelte. Wir in New York dachten uns anfangs, dass hier ein paar Leute einfach nur Spaß hätten, bis herauskam, was hier wirklich passierte. Als Konsequenz dessen mussten wir in Chicago uns noch mehr in den Underground zurückziehen. Also zog sich die Szene extrem in den Untergrund zurück. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich dich im Warehouse gesehen habe. Wirklich? Ja, du hattest einen kurzen Rock an und vielleicht einen Tanktop. Oh mein Gott. Du erinnerst dich an sowas? Auf jeden Fall. Ich war mit 15 zum ersten Mal im Warehouse. Es gab da so einen Laden in der 63. Straße und wir sind da immer hingegangen und alle sind eigentlich da hingegangen, um sich einen Ausweis zu holen, so einen vom Staat Illinois. Oder man konnte sich einfach irgendeine Geburtsurkunde nehmen. Das war mit 16, mein erstes Mal im Warehouse. Ich hatte alle möglichen Gerüchte gehört, dass es, du weißt schon, ein Schwulclub sein soll. Aber sobald man die Musik hörte, war das eigentlich alles egal. Das Warehouse war ein Club nur für Mitglieder. Sie wollten, dass die Leute da hingehen und keinen Scheiß von draußen mit reinbringen. Weißt du, keine Homophobie, kein Sexismus gegenüber Frauen. Und die Soundanlage im Warehouse wurde auch von Richard Long entworfen, einem der besten Sounddesigner der Welt, der im Übrigen bis in die späten 90er weltweit Clubs und Diskotheken ausstattete. Du kannst ins Warehouse gehen und die Musik erleben. Du kannst dich einfach hinsetzen, nicht weil die Musik dich heiß macht. Ich bin durch Mundpropaganda ins Warehouse gestolpert. Es war nicht so, als ob ich dachte, oh, das ist Musik und dazu tanze ich jetzt. Es war eher so, was ist das denn? So etwas habe ich noch nie erlebt. Es war House Music. Es war alles, was Frankie Knuckles im Warehouse auflegte. Und das war die coolste Underground-Dance-Music. Manche Gruppen hörte man nirgendwo anders, außer im Warehouse. Es war einfach genau das, wonach man sich sehnte. Ganz nach dem Motto, diesen Song habe ich nur hier gehört. Europa, Philadelphia, New York, alle spielten auf derselben Tanzfläche, egal welchen Musikstil. Oder wie der Song hieß, es funktionierte einfach. Man hörte also alle Stile, Texturen und den Refrain des Abends. Manche der Platten waren zu kurz, also bearbeitete Frankie Knuckles sie, machte 2 Kopien und verlängerte diverse Parts. Zum Beispiel kopierte er den Breakdown zweimal oder den besten Teil mehrmals oder er übersprang den schlechten Teil. Ich meine, ich konnte manchmal gar nicht mehr erkennen, ob da überhaupt ein Song drin war, weil es manchmal einfach nur so eine Art Klanglandschaft war. Einer der Soundeffekte, die Frankie einsetzte, war so ein Zug, der immer lauter wurde, bis er vorbeikam. Es war wie eine Offenbarung. Er hat nicht einfach nur ein paar Platten gemixt, er hat einen ganz neuen Musikstil eingeführt. Das ist schon was. Frankie verteilte diese Kassetten mit seinem Mixen. Die Kassetten gingen an Tausende von Leuten, weil die Leute Kopien von Kopien von Kopien von Kopien machten. Du hörst einen Frankie Knuckles Remix und du weißt, es ist Frankie Knuckles. Dieser DJ-Stil verbreitete sich in der ganzen Stadt, weil es diese Kassetten gab.
Wir hatten nicht viele Orte zum Feiern, wegen der Gangprobleme in Chicago. Deshalb saßen wir lieber zwischen den Hauspartys zu Hause und hörten Frankies Kassetten. Die Stadt hatte gesagt, das Warehouse sei nicht mehr sicher. Wie bei meinen Höhleneinstürzen war es besser, wenn man aufhörte. Und Frankie meinte, oh, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für mich, Clubbesitzer zu werden. Also eröffnete er den Club namens Power Plant. Ich hatte keinen DJ, also sprach ich Ron Hardy an. Ich habe einen neuen Club für dich, die Music Box. Als ich das erste Mal in die Music Box ging, war ich ungefähr 16. Und als ich dort war, hörte ich Musik, die so lief wie... Ich näherte mich. Je näher ich kam, desto schwieriger wurde es. Ron Hardy meinte nur, ja, die ganze Nacht, du weißt schon. Und Ron Hardy spielte in der Musicbox alles Mögliche und jederzeit. Überall, auf jede erdenkliche Art und Weise. Ich liebe es, Roddy zuzuhören, weil man nie wusste, was einen erwartet. Sein Stil entstand, weil er heroinabhängig war. Weil er die Musik etwas zu langsam fand. Also hat er sie extrem aufgepitcht. Ich erinnere mich noch an die Musicbox. Sie stand im unteren Bereich des Rack- oder Drive-Bereichs, dort, wo die Hunde verladen wurden. Sie war immer anders beleuchtet, fast grün, soweit ich mich erinnern kann. Man fühlte sich wie in einem Science-Fiction-Film. Ich ging hinein, stockdunkel, nur eine kitschige Glühbirne. Man konnte nichts sehen. Es gab keine Sitzgelegenheiten, keine Stühle, nur eine große Tanzfläche. Und die Musik war so laut, dass man einfach tanzen musste. Wenn ich an diese Anfänge zurückdenke, als ich Ron Hardy und Frankie Knuckles auflegen hörte, war meine größte Begeisterung, wie sie die Menge anheizten. Sie trieben sie immer weiter an. Es gab eine Zeit, da war ich ständig bei verschiedenen Leuten zu Hause und habe mir das DJing beigebracht, bis ich mein eigenes Equipment hatte. Dann war ich 8 Stunden am Tag in meinem Keller. Ich war oft bis 4 Uhr morgens wach, ohne dass meine Mutter es gemerkt hatte. Als ich mit dem DJing anfing, musste ich meine komplette Anlage mitbringen, um Soundclashes zu veranstalten. Damals mussten wir von jeder Platte jeweils 2 Exemplare kaufen. Ich habe mir es selbst beigebracht, wie man scratcht, wie man Platten rückwärts abspielt und sie im Takt hält. Wenn wir eine neue Platte hatten, wusste niemand davon. Wir haben einfach das ganze Label mit einem Edding geschwärzt. Wenn also ein anderer DJ vorbeikam und fragte, hey, was spielt ihr da? Hatte er keine Ahnung. Und dann haben wir auf jeder erdenklichen Highschool-Party aufgelegt. Auf jedem Sweet 16, einfach auf jeder Party. Viele Schulen veranstalteten Ende der 70er, Anfang der 80er Tanzveranstaltungen, um Geld für Schulaktivitäten zu sammeln. Mendo war eine rein katholische Gesellschaft. Sie haben mit diesem Highschool-Tanzen ein richtiges Geschäft gemacht. Die Leute kamen aus der ganzen Stadt zu diesen Partys. Damals habe ich selbst Promotion gemacht und Frankie Knuckles an Mendo vermittelt. Ich habe in der Highschool $10.000 verdient. Ich werde das auch nie vergessen, denn ich hatte eine Louis Vuitton-Aktentasche und mein ganzes Geld war darin. Diese Partys haben diese Kluft irgendwie überbrückt und die Verbindung zur schwulen Underground-Disco-Szene hergestellt und zu diesen schwarzen Mittelklasse-Kids draußen. Das war der perfekte Sturm für das, was später Housemusik werden sollte.